Nostalgie und modernes Handwerk und viel Liebe zum Detail. Der Geruch der Kohle, auch den Dampf, den riecht man ja Öl. auch. Das Öl, Dampf oder Rauch, eine Nase voll. Für Norbert Reichert und Rolf Zimmermann sind Dampfbahnmodelle eine Leidenschaft. Ich tue gern Dreher und Fräse und ich bin Werkzeugmacher. Und mich freut es, wenn daraus eine Eisenbahn wird, die fährt. Es ist schön, wenn ich nach Feierabend rausgehe und ich drehe mich noch mal um und sehe, wie weit ich heute gekommen bin. In Öhringen, rund 25 Kilometer östlich von Heilbronn, stellt Norbert Reichert im Lager der Firma Zimmermann die notwendigen Komponenten für die ersten Baugruppen seiner Lokomotive zusammen. Also mich fasziniert noch alles gerade. Selbst bei den vielen Loks, die ich schon gemacht habe. Rund 500 Lokomotiven hat der Modellbauer in den letzten 4 Jahrzehnten gebaut. Unsere Dampflok besteht aus 2 großen Komponenten. Die eine Komponente ist der Kessel, in dem mit Hilfe von Kohle, von Feuer und von Wasser wird Dampf erzeugt. Die zweite Komponente, das ist das Fahrwerk. Das sind die Räder, die Achsen, die Bolzen, die Stangen. Das dient alles zur Kraftübertragung. Und über die Mechanik wird dann der Dampfzufluss zu den Zylindern einmal auf die Rückseite und einmal auf die Vorderseite von den Kolben gelegt, sodass sich dann diese Achse drehen kann und die Lokomotive dann entweder vorwärts oder rückwärts fährt. Die erste Baugruppe sind die Achsen mit den Rädern. So, ich baue jetzt die Treibachse zusammen, komplett. Norbert Reichert geht auf Nummer sicher. Die Stahlgussräder werden mit der Achse verschraubt und verklebt. Perfekt. Jetzt wird es fixiert und bleibt jetzt eine gute Stunde da drin. Norbert Reichert sieht sich als der Schrauber und Rolf Zimmermann der Dreher und Fräser. Er stellt die Bauteile für die Lok in der Werkstatt her. Hier bohrt er in den massiven Rahmen des Fahrgestells Montagelöcher. Das ist schon Handwerk, was wir machen. Das ist Maschinenbau. Wir bauen eine Maschine, die nachher funktioniert. Über 1000 Einzelteile werden für eine Dampflok benötigt. Manche sind winzig klein. Das ist immer Gefutzel hier. Geduld und Erfahrung sind gefragt. Wir haben hier mit der Dampfspeisepumpe noch mal die zusätzliche Möglichkeit, Wasser zu speisen während der Fahrt und vorwiegend während dem Stand. Also sie ist dampfbetrieben und fördert Wasser. Norbert Reichert muss absolut präzise arbeiten, sonst funktioniert später die Pumpe nicht oder hat keine Leistung. Das Kleine, das Filigrane, das ist das Schöne dran. Ich sage mal so, bei der Dampfspeisepumpe jetzt, das sind ja die Kleinteile. Das ist ja, wie gesagt, im Prinzip Uhrmachergröße, wohl ja schon ein bisschen größer. Er braucht rund 200 Stunden, um die Lok zu montieren. In die Entwicklung der Lok hat der Firmengründer Eberhard Zimmermann damals rund 10.000 Arbeitsstunden investiert. Manch Dampflok-Liebhaber baut über 20 Jahre an seinem eigenen Dampfross. Ich montiere jetzt die Kolbenstange mit dem Kolben, Zug- und Druckstange. Das ist der Anschlag für die Zug- und Druckstange. Dass die nicht weiter runter geht, sonst stimmen unsere Steuerzeiten nicht mehr.
probiere jetzt die Gängigkeit von dem Kolben. Jawohl. Klein und doch stark. 20, 30 Kinder zieht die Miniatur-Schmalspurlokomotive problemlos. Ihr Vorbild die Wangerooger Inselbahn. Bis ins kleinste Detail hat der Firmengründer Eberhard Zimmermann die BR 99211 vor über 50 Jahren en Miniatur nachgebaut. Diese Lok hier wird die letzte der Baureihe sein. Dann sind alle Teile für dieses Modell aufgebraucht. Jetzt kommt das nächste Teil. Das ist unsere, weil sie aussieht wie eine Laterne. Norbert Reichert hat vor vielen Jahren sein Hobby zum Beruf gemacht. So im Lauf der Jahre habe ich dann Modelle, Automodelle oder auch Flugzeugmodelle gebaut fürs Schaufenster bei der Firma Zimmermann, bis dann die Anfrage kam, ob ich keine Lust hätte, Lokomotive zu bauen. Und ich habe mir eine Lokomotive angeschaut und denke ich, das schaffe ich nicht. Ja, aber es hat sich dann doch anders bewahrheitet. Und dann habe ich angefangen bei der Firma Zimmermann vor 42 Jahren. Und seitdem mache ich Lokomotiven. Das sind jetzt unsere Wasseranschlüsse. Einmal Saugseite, einmal Druckseite. Fertig. Und hoffentlich läuft sie auch. Die Dampfspeisepumpe soll den Kessel der Lokomotive im Stillstand mit Wasser versorgen und baut selbst einen höheren Druck auf als der, mit dem sie versorgt wird. Ah, Wasser kommt. Hast du die Pumpe fest schon alles? Ja. Dann schauen wir mal, was Sache ist. Ventile auf, der Dampf kann strömen und die Kolben in Bewegung bringen. Wir simulieren ja hier die Funktion einer fertigen Lokomotive oder Dampfmaschine. Und Pumpe. Sind da. Die erste Baugruppe im Test. Test gelungen. Die Modellbauer sind erleichtert. Freude. Ja, man sieht, dass das Werk funktioniert, was man gebaut hat. Die Rahmenteile aus massivem Stahl wurden mittlerweile lackiert. Würde man die Rahmenteile maßstäblich machen, wären sie viel zu dünn. Das hält das ganze Laufwerk, das Fahrwerk hält es nicht aus. Unser Rahmen ist 10 mm dick, der hält es aus. Also es ist halt alles massiv aufgebaut und das macht ja auch die Qualität aus. Ich winkel jetzt den Rahmen aus, dass die beiden Seitenteile exakt parallel zueinander stimmen, weil sonst kriege ich nachher die Achsen nicht rein. Ich wette die Achsführungsschlitze jetzt, dass die Achsen gut reinrutschen. Unsere erste Achse ist die Führungsachse. Das heißt, wir haben 85 mm Achse, Achskörper und 85 mm Rahmeninnenbreite. Deswegen ist es unsere Führungsachse. Jawohl. Die mittlere Achse hat im Rahmen Seitenspiel und gleicht Unebenheiten aus. Sonst würde die Lok in der Kurve vielleicht verkanten und stecken bleiben. Das Gestänge wird jetzt auf die Kurbel der Räder gesteckt. Es überträgt die Bewegung der Zylinder auf die Räder.
Jawohl, sie läuft perfekt. So habe ich mir das vorgestellt und so muss das sein. Am Ende wird die Lokomotive rund 120 Kilogramm wiegen und viele 100 Kilo ziehen. Irgendwann hat der Vater gesagt, aber Pfusch bauen wir nicht. Ja, genau. Und das war das Motto vom Senior. Pfusch machen wir nicht. Ja, mein Vater hat immer Wert darauf gelegt, das Gute noch besser zu machen. Ja. Als nächstes macht sich Norbert Reichert an die beiden Zylinder. Das ist jetzt unser Kolben, auch Durchmesser 42. Ich ziehe jetzt hier die Kolbenringe auf, immer versetzt. Wir haben 4 Paare. Pro Einstich wird ein Paar eingesetzt. Die Zylinder sind das Kraftzentrum der Dampflokomotive. Hier wird die im Dampf enthaltene Wärmeenergie durch Verschieben des Kolbens in Bewegungsenergie umgewandelt. Ich mache jetzt schon mal die ersten 2 Schrauben hier rein, dass ich den Schieberkasten so mal zentriert habe. So, und jetzt werden sie festgezogen. Als nächstes kommt mein Schieber rein. Mit dem Mitnehmer. Und jetzt kommt unsere Schieberstange dazu. Das ist der Schieberkastendeckel, der sich dann hier später oben, der wird dann hier verschraubt. Dampf strömt hier ein. Der Dampf strömt jetzt hier durch und drückt mir den Kolben nach hinten. Die Steuerung steuert dann um. Jetzt strömt der Dampf von dieser Seite ein und schiebt mir den Kolben nach vorne. Und das ist dann immer im Wechsel, sodass dann die Maschine läuft. Dann wird dem Zylinder noch ein Deckblech angepasst. Das ist nur, dass der Zylinder, dass der eine schöne Verkleidung hat und dass der schön verdeckt ist. Während Norbert Reichert Baugruppe für Baugruppe zusammenfügt, entsteht der Kessel der 99er in Einzelanfertigung bei der Firma Waffenschmidt in Kocher-Steinsfeld. Nur hier können die Kessel nach den hohen Ansprüchen der Lokomotivenbauer geschweißt werden. Alex, magst du da bitte weiter? Das sind die Teile für den Zimmermann. Ja. Kannst du das Rohrbündel dann heften? Ja, das mache ich jetzt. Das Rohrbündel, die Komponente, die das Wasser erhitzt, wird in einer Schablone zusammengesetzt. Der Kessel steht unter hohem Druck. Alex Schmidt arbeitet hochpräzise und schweißt sonst Behälter für Filteranlagen und Raumfahrttechnik. In den Anfängen der Eisenbahngeschichte wurden die Kessel der Lokomotiven aus Kupfer gefertigt. Manch einer dieser Kessel ist durch den hohen Druck explodiert. Wir haben uns schon von Anfang an dazu entschieden, unsere Kessel aus Stahl zu schweißen. Und ein geschweißter Stahlkessel aus den Werkstoffen, die wir verwenden, der kann nicht explodieren. Er kriegt eine Beule, dann kriegt er einen Riss. Dann geht der Dampf raus, dann verliert sich der Druck. Und da gibt es Undichtigkeiten irgendwo innerhalb der Feuerbüchse, dann pusht da was raus. Und dann löscht sich das Feuer automatisch und das Ding geht aus. Zurück in der Werkstatt in Öhringen. Von hier aus wurden schon Lokomotiven bis nach Indonesien und Japan verschickt.
Dieser Rohrbogen aus Kupfer wird Teil der Abdampfleitung, dem Auspuff der beiden Zylinder. Das gibt jetzt unsere Abdampfleitung, fertig zum Zusammenlöten. Und in den Schlitz, den es da gibt, da kommt nachher noch eine Trennwand rein, damit der Auspuff vom linken Zylinder nicht in der rechten Zylinder rüberbläst. Und jetzt bringen wir es zum Norbert zum Hartlöten. Das ist Flussmittel, das reinigt die Oberfläche und vor allem da, wo Flussmittel ist, da verfließt mir nachher auch das Lot, dass ich die Gewissheit habe, dass nachher überall das Lot hinläuft. Sonst wird es undicht. So, kommt's rein. Und ob sein Werkstück auch wirklich dicht ist, prüft Norbert Reichert mit einem Blastest. Ja, prima. Abdampfleitung rein. Aha, drin. Jawohl. Und flutscht Und rein. gut. Und Die beiden Dampfbahn-Enthusiasten setzen nun die Abdampfleitung in das Fahrgestell. Dann setzen sie die Zylinder ein und verbinden das Gestänge mit den Rädern. Der Kessel ist vom Schweißer zurück. Das schwere Stahlmonstrum wird noch mit einem Isolierblech versehen. Das Blech wird erst sauber gerundelt, dann um den Kessel gelegt und lackiert. Jetzt mache ich das Dichtungsmittel drauf und dann kommt der Schieberkastendeckel oben drauf. Und dann ist die Einstellung und Abdichtung von dem Zylinder abgeschlossen. Drehmomentschlüssel habe ich sozusagen im Handgelenk. Es heißt ja schön, nach fest kommt ab. Alle Dampf-, Öl- und Wasserleitungen unterhalb des Deckblechs liegen bereits. Eine Feinarbeit. Das ist die Umsteuerwelle. Da steuere ich nachher um. Die Gangschaltung der Lokomotive. Wenn ich jetzt nach vorne fahre, steuere ich nach vorne um. Jetzt läuft sie vorwärts. Wenn ich jetzt wieder rückwärts fahren will, das heißt, ich muss anhalten. Und jetzt steuere ich um nach hinten, jetzt läuft sie rückwärts. Rund 5 Meter Kupferrohr sind in der Lokomotive verbaut. Norbert Reichert konfektioniert jede einzelne Leitung und versieht sie mit einer Messingverschraubung. Das hält ewig.
Also wenn man so eine Dampflok länger stilllegt und man beachtet ein paar Kleinigkeiten, damit die Zylinder ein bisschen geölt sind und damit das Wasser aus dem Kessel raus ist und der Kessel innen trocken ist, dann kann ich so eine Maschine ohne weiteres 10, 20 Jahre stehen lassen, ohne dass irgendwas passiert. Ich hole die dann raus und fahre die wieder. Das ist anders, wie wenn Sie das jetzt mit einem Handy machen oder mit einem E-Bike. Wenn Sie so ein Handy 20 Jahre lang irgendwo ablegen und meinen, Sie können dann telefonieren, das wird nicht funktionieren. Aber wenn man sie gezielt stilllegt, dann kann ich die in 20 Jahre stilllegen und danach hole ich die raus, mache Feuer rein und das Ding läuft. Das ist reine Mechanik. Wenn man eine Schmalspurlokomotive maßstäblich runterbricht auf die Spurweite, die wir hier bauen, die 5 englische Zoll, das sind 127 mm. Da haben wir einen Maßstab, so 1:7. Das macht die so schön, so ja, Gym-Knopfmäßig ein bisschen so. Die Dampfspeisepumpe findet jetzt auch ihren Platz. Pfeifentest. Ja, also es war ja nicht zu überhören. Ich bin sehr zufrieden mit der Pfeife. Das ist unser Dampfdommantel. Hochglanzpoliert, deswegen nehme ich auch das Tuch, nicht dass nachher meine Fingerabdrücke überall zu sehen sind. Die machen wir selber. Man hat sie früher aus Vollmaterial, aus Messing oder Kupfer gedreht. Mittlerweile sind sie aus Stahl und sie werden verkupfert. Die Wasserkästen sind bei diesem Modell aus Aluminiumguss. So, alle Leitungen sind drin. Das Wasserstandsglas, da wollen wir eigentlich immer Wasser sehen. Bevorzugt halber Wasserstand, das ist optimal, weil ist zu viel Wasser drin, kann sein, sie reißt. Zu wenig Wasser ist natürlich auch nichts. Das tut dem Kessel nicht gut. Und fertig ist das Schmuckstück, bereit für einen ersten Test. Gut, das reicht schon. Streng. Dann, Guckst du Manometer? alles gut? Ja. Mach ich mal den Hahn auf. Ja. Mit Wasser, Pressluft und 6 Bar Druck. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Manche Dinge sind mit Pressluft dicht und mit Dampf nicht dicht. Mit Dampf nicht. Das ist immer so, die läuft mit Pressluft auch etwas unrund. Das wissen wir auch. Was sie nachher mit Dampf nicht macht, da läuft sie schön rund. Das ist eine Dampflok und keine Pressluftlok. Passt. Passt, läuft. Yeah! Jawohl. Der Mensch mit seiner Maschine, der Mann mit seiner Maschine, das bin ich und meine Maschine. Ja. Der ganze Tag dreht sich das darum, dass er und seine Maschine zusammen, das ist ein Team und das muss funktionieren. Als Teststrecke dient das Vereinsgelände der Dampfbahnfreunde Friedrichsruhe. An Fahrtagen treffen sich hier die Modelldampfer mit ihren Echtdampfmodellen. Im Anheizschuppen wird in der Feuerbüchse ein Vorfeuer mit Holzkohle gemacht. Das Anheizgebläse im Schornstein unterstützt den Prozess. Also das ist alles eine Qualität, die modernste Werkstoffe, moderne Herstellungsverfahren zusammenbringen dann mit einer alten Technik. Und das macht das Ganze dann zuverlässig und stabil. Und das erfreut unsere Kunden, damit sie, wenn sie eine Lok von uns anheizen, dann können sie auch den ganzen Tag mitfahren und bleiben nicht nach 20 Metern stehen und das Ding funktioniert nicht mehr. Wenn das Feuer im Bauch des Stahlrosses richtig brennt, kommt Steinkohle obendrauf. Diese Kohle hat eine sehr hohe Energiedichte. Nach ca. 45 Minuten ist die Lok auf Betriebstemperatur. Ich wärme jetzt die Zylinder an. Das heißt, die sind ja jetzt noch kalt. Und es hat sich Kondenswasser drin gebildet, das ist klar. Und das muss jetzt raus. Deswegen mache ich das jetzt mit durch langsam Fahrt, bis aus allen 4 Ventilen der Dampf rausströmt. Dann bin ich mir sicher, das Wasser ist komplett raus. Dann kommt der Genuss für den Dampfbahn-Enthusiasten. Rauch einatmen, heißes Öl riechen und Fahrtwind. Es gibt viel teurere Hobbys. Motorsport, Segelboote. Und bei uns hat halt einer eine Dampflok und das Einzige, was er braucht zum Fahren, ist Kohle und Wasser. Die Lokomotive kostet in dieser Ausführung rund 28.000 €. Das klingt viel, ist aber eine Investition fürs Leben. Rolf Zimmermann ist überzeugt. Seine Lok ist unkaputtbar und fährt bei guter Pflege auch in 20 Jahren noch wie am ersten Tag. Maschinenbau mit Liebe zum Detail. Zur Freude aller kleinen und großen Fahrgäste. Fasziniert dich Handwerkskunst genauso wie uns? Dann jetzt den Kanal abonnieren und keine Folge verpassen.